So, kleiner Check vom 10.05. Heute ist eine Klangregelung dazugekommen. Bässe mit den Höhen, ein Mastervolumen und den man vermutlich auch noch so schalten kann. Da habe ich vor, einfach die Standby dran zu hängen. Das heißt, so schaltet man dann die Spannung überhaupt erstmal auf. Ja, der Gain ist noch nicht angeschlossen, der ist momentan hinten noch, da sieht man jetzt nichts. Der ist jetzt momentan da hinten, noch da hinten, das habe ich nicht rübergezogen. Okay, ja, Klangregelung ist drin, dann ein Überbrückungskondensator, so ein kleiner Höhenkondensator, hier auf dem Mastervolumen. Und der Sound ist eigentlich schon wieder ganz ordentlich. Jetzt finde ich das mal gerade hier. Immer das Problem, dass ich hier die Kamera nicht richtig positionieren kann, wenn ich mal spiele. Dämlich. Gucken, ob ich das irgendwie mal so positionieren kann. Und die Schranktür im Weg. Mist. Ach, immer doof. Ich würde ja gerne mal ein bisschen jetzt rocken hier mit der kleinen Kiste. Wo stelle ich denn das mal hin? Mist. Mir fällt nichts an. Vielleicht hier irgendwo. Ah, Mann, ich mache einfach ein bisschen Platz. Ja, schön, da sieht man auch vom Amplitude gar nicht. Egal, geht nur um den Sound jetzt. Halleluja. So. Also mit den ganzen Genstufen drin. Ups. Ja, das muss auf jeden Fall noch entstört werden. Also ich habe noch keine, aber immerhin. Ah ja, clean geht's eigentlich auch. Clean, bitteschön. Da. Ja, ein Anfang ist gemacht. Mal die Klangregel ausprobieren, wobei ich alles noch nicht so wirkungsvoll. Der ist übrigens noch fake, der ist noch nicht angeschlossen. Das soll der Genregler hier hinten werden. Ja, können wir jetzt ein bisschen Gas geben.
Problem ist, er geht dann immer noch zu sehr in die Sättigung. Jetzt muss man noch rauskriegen, woran das liegt. Ich nehme an, dass ich einfach eine Röhre total übersteuere, aber immerhin. Da schnappt er irgendwie noch nach Luft, der Amp. Da schnappt er irgendwie nach Luft und da geht ihm irgendwie die Puste aus, das nur noch rauskriegen. Ich nehme an, dass einfach zu viel Gain ist noch an einer der... Außerdem, wenn ich jetzt ganz normale Solo spiele, auf den tiefen Seiten ist der Sound auch noch nicht so überzeugend. Aber immerhin, also für einen selbstgebauten Amp mit Röhren von 1900, aus den 30er Jahren, ist es doch schon mal ein gar nicht so schlechtes Resultat. Demnächst dann mehr. Wahrscheinlich morgen.